Ich wohne hier, ich arbeite hier, ich zahle Steuer hier und habe ich das Gefühl, ja, ich will auch mitbestimmen auf politischer Ebene. Wer darf wählen in Deutschland und wer nicht? Ob ich ja einfach wählen kann oder nicht, ist nur ein Papier, entscheidet das. Und warum dürfen Menschen nicht in dem Land wählen, in dem sie auch leben und arbeiten? Diese Fragen stellen sich vor allem diejenigen, die davon betroffen sind. Das ist wichtig für mich. Ich muss jemanden wählen, dass ich einfach ihm vertrauen kann oder dass ich mich dabei wohlfühlen kann. Aber ich darf das nicht. 12% der Erwachsenen in Deutschland sind nicht wahlberechtigt. Ich möchte wissen, was macht es mit einem, wenn man in einem Land lebt, aber von einem demokratischen Grundrecht ausgeschlossen wird? Also es ist irgendwie machbar, nur wir müssen irgendwie wegkommen von diesem Verständnis von Staatsvolk, weil es ist eine Art auch, um Leute zu diskriminieren. Ist unser Wahlrecht diskriminierend? Auf der Suche nach Antworten treffe ich zwei junge Menschen, die nicht wählen dürfen. Für mich ist das Ganze nicht nur ein politisches, sondern auch ein persönliches Thema. Denn mein Vater ist Franzose und in den 20 Jahren, die er in Deutschland gelebt hat, durfte er nicht mitbestimmen, welchen Kurs dieses Land nimmt. Wir sind mit Ahmad verabredet. Ahmad ist Afghane und lebt seit 2016 in Deutschland. Genauer gesagt in Berlin. Hi Ahmad. Hi. Eigentlich wollten wir Ahmad bei seiner Arbeit begleiten, aber wir haben dafür keine Genehmigung bekommen. Ahmad arbeitet bei einer Hilfsorganisation. In Flüchtlingsunterkünften protokolliert er die Probleme der BewohnerInnen. Mit 25 Jahren ist Ahmad schon per Du mit wichtigen PolitikerInnen. Zum Beispiel, ich habe letzte Woche im Kino, also es war Kino und dann ich war mit Steinmeier. Ja. Und der Herr Bundespräsident und auch mit Birgitta Supris, also ehemalige Wirtschafts- und Energieministerin. Mit denen warst du im Kino? Richtig. Von mir und meinen FreundInnen kann ich das nicht behaupten. Bei meiner Recherche für den Film bin ich auf einen Zeitungsartikel gestoßen, in dem er über seine Flucht schreibt. In einem anderen Text erzählt er davon, wie es ist, nicht wählen zu dürfen, obwohl er zu der Zeit Wahlkampf für die SPD gemacht hat. Seine Geschichte klingt ziemlich abgefahren. Ja, wollen wir uns vielleicht mal irgendwo da hinsetzen oder so? Ja. Du bist ja Mitglied der SPD. Wie ist es dazu überhaupt gekommen? Ich habe kurz im Facebook rumgespielt und was los im Facebook ist. Und dann irgendwo kommt die Facebook-Seite von Birgitta Supris. Und dann, ich habe gesagt, okay, gut, ich schreibe ihr so eine kurze Nachricht im Facebook. Vielleicht klappt das für ein Praktikum. Ich habe dann kurz mit meinem schlechten Deutsch damals geschrieben, Englisch, Deutsch, alles gemischt zusammen. Aber zum Glück, sie hat morgen früh sich gemeldet bei mir. Und sie hat gesagt, top, also sie hat gesagt, lieber Ahmad, komm im Bundestag. Hier ist Ahmad auf einem Foto an der Seite von Angela Merkel. Und hier ist eins mit Martin Schulz, für den er im Wahlkampf 2017 unterwegs war. Viele der Fotos stammen aus einer Zeit, in der er ein Praktikum im Bundestag gemacht hat. Ahmad hat in Deutschland auch eine journalistische Ausbildung abgeschlossen. Dabei hatte er früher gar nicht den Plan, nach Deutschland zu gehen. Ich habe sehr gut gelebt in meiner Heimat. Ich hatte alles, aber ich habe das alles verloren. Ich musste einfach, dass ich der NATO geholfen habe, dort in meiner Heimat. Dafür ich habe mich selber in so eine Gefahr gebracht. Ich bin hergekommen, wegen mir, wegen meiner politischen Aktivität, wegen meinem Job. Du hast es nicht erwartet. Wegen seiner Arbeit als Übersetzer für das amerikanische Militär droht ihm die Verfolgung durch die Taliban, erzählt er. Und auch sein Vater wird verfolgt. Das ist ganz schön krass. Ich habe ihn nach Fotos gefragt, um mir einen Eindruck von seinem Leben in Afghanistan zu machen. Ahmad will das nicht. Er hat Angst, dass er oder seine Familie von den Taliban angegriffen werden könnten. Dafür hat er gute Gründe. Vor einem Jahr. Die haben meinen Bruder umgebracht. Tut mir leid. Einfach zum Beispiel 19-jähriger mein Bruder, der hat meinen Bruder getötet. Ja. Es ist schwierig. Also ich meine, wenn die Menschen herkommen, die sind nicht einfach wegen Essen her. Ich meine, Essen hatte ich auch dort. Sicherheit, einfach frei zu leben und auch in der Gesellschaft, was die anderen Menschen davon einfach profitieren, dass ich auch davon zu profitieren. Das ist Freiheit und das heißt Demokratie. Was fehlt dir, wenn du nicht wählen gehen darfst? Was stört dich daran? Ich darf nicht die wichtige Person für meine Gesellschaft wählen,
dass die einfach alle Entscheidungen trifft für meine Gesellschaft. Also zum Beispiel die trifft Entscheidung, dass wie viele Flüchtlinge von hier abgeschoben werden nach Afghanistan. Ja? Ich meine, das ist wichtig für mich. Ich muss jemanden wählen, dass ich einfach ihm vertrauen kann oder dass ich mich dabei wohlfühlen kann. Aber ich darf das nicht. Der Kurs seiner Partei zum Thema Abschiebungen nach Afghanistan ist nicht so klar, wie Ahmad es gerne hätte. In der Vergangenheit hat sich die SPD immer wieder an Abschiebungen in das Bürgerkriegsland beteiligt. Ging es nach Ahmad, dürften alle Geflüchteten aus Bürgerkriegsländern in Deutschland bleiben und auch hier wählen. Ob ich hier also einfach wählen kann oder nicht, ich meine, nur ein Papier entscheidet das. Ich meine, ich lebe hier, ich mache, also ja, ich meine, ich passe zu dieser Gesellschaft und ich mache auch so, was genau sein Deutsch macht hier, ja, in dieser Gesellschaft. Aber er darf wählen, ich darf nicht. Ich bin irgendwo in der Mitte. Ich kann auch nicht wieder zurück. So ähnlich ging es auch meinem Vater, hat er mir in Gesprächen gesagt. Wählen durfte er nur in Frankreich, nicht in Deutschland, obwohl dieses Land für Jahrzehnte sein Lebensmittelpunkt war. Ahmad lebt zwischen den Welten. Ganz hier angekommen ist er noch nicht, obwohl er es immer wieder versucht. Erst vor kurzem hat er sich als Wahlhelfer für die Bundestagswahl beworben und wurde abgelehnt, weil er keinen deutschen Pass hat. Mein Kollege Jan Schippmann vom Funkformat Die da oben erklärt in einem Video zur Bundestagswahl, wer im September überhaupt eigentlich wählen gehen darf. Für die Bundestagswahl gilt folgende Regel. Wahlberechtigt sind alle deutschen BürgerInnen, die über 18 Jahre alt sind, seit mindestens 3 Monaten eine Wohnung in der Bundesrepublik Deutschland haben oder sich sonst gewöhnlich dort aufhalten. Menschen, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, dürfen nicht wählen. Etwas anders ist es bei Kommunalwahlen, also den Wahlen in Städten und Gemeinden. Hier ist das Mindestalter 16 und nicht 18. Außerdem dürfen da auch AusländerInnen aus einem EU-Land wählen, wenn sie seit mehreren Monaten vor Ort wohnen. Ein Portugiese zum Beispiel, der seit 3 Monaten in Hamburg wohnt, darf also an Kommunalwahlen teilnehmen. Bis vor kurzem war es übrigens so, dass Menschen mit Behinderungen, die auf eine Vollbetreuung angewiesen waren, nicht wählen durften. Das wurde 2019 geändert. Im Grundgesetz steht, dass die Staatsgewalt vom Volk ausgeübt wird. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts besagt aber, dass mit dem Volk nur das deutsche Volk gemeint ist. Es gibt aber auch VerfassungsrechtlerInnen, die sehen das anders und die sagen, mit dem Volk sind alle Menschen gemeint, die hier in Deutschland leben. Wir sind auf dem Weg nach Freiburg, wo wir mit Alex verabredet sind. Alex ist 25 Jahre alt und kommt aus Italien. Ich glaube, das ist schon. Seit 2017 lebt er in Freiburg und seit 2 Jahren engagiert er sich in einer Initiative, die für das Ausländerwahlrecht kämpft. Hi, freut mich sehr. Ich bin der Alex. Hi, Servus. ich bin Olivier, freut mich. Hi. Als Sozialarbeiter ist Alex in einer Jugendwohngruppe tätig, doch heute hat er frei. Am Anfang habe ich in einer Studentenverbindung gewohnt hier in Deutschland, also in Freiburg, weil es mega billig war. Ja. Weil ich kannte auch nicht dieses Konzept, also ich wusste nicht, was eine Studentenverbindung war. War das eine schlagende Verbindung? Nee. Okay. Nee. Aber es war richtig spannend, aber nach 3 Monaten bin ich ausgetreten, weil das war nichts für mich. Also herzlich willkommen. Das ist mein wunderschönes Zimmer. Aber jetzt fangen wir mal an zu kochen, oder? Ja, genau. Der Verein Freiburger Wahlkreis 100%, bei dem Alex aktiv ist, gehört zum bundesweiten Bündnis Wir wählen, das für ein Ausländerwahlrecht kämpft. Seit 2019 ist Alex dort politisch aktiv. Wir haben dann symbolische Wahlen organisiert, also für Menschen, die kein Wahlrecht haben, aufgrund des Passes. Und ich fand die Resonanz einfach von den Menschen auch interessant. Wie haben die reagiert? Ja, die meistens richtig gut, weil es war echt das erste Mal für sie, die hatten das Gefühl, oh, ich werde jetzt gehört, ich habe die Möglichkeit, mich zu beteiligen irgendwie ein Stück weit. Bei der Bundestagswahl im September gibt es für Menschen ohne deutschen Pass nun auch das erste Mal die Möglichkeit, bundesweit an einer symbolischen Online-Wahl teilzunehmen, erzählt mir Alex. Bis zu ihrem Ziel, dass Menschen, egal woher sie kommen, wählen dürfen, ist es zwar noch ein weiter Weg, aber die symbolischen Wahlen verstehen Alex und seine MitstreiterInnen auch als ein Signal an die Politik. Vielleicht Basilikum? Ja, da müssen wir echt mal auf den Balkon gehen, oder? Da machst du eine kleine Führung. Die Tomaten. Ja. Wollen wir das kurz machen? Ja, bitte. Okay. Ja. Als wir hierher gefahren sind, habe ich auch gesagt, so, man sieht schon, die Wolken hängen so Ja, ganz ja. tief, so viel tiefer als in Norddeutschland. Ja, wir sind bestimmt schon 500 Meter über Meeresspiegel, aber
Ja, das glaube ich auch. Das werden wir gleich recherchieren. Ja, was schätzt ihr so? Jetzt können wir extra ein Tippspiel machen. Ich bleibe jetzt bei 200. Wiebke, was sagst du? Ich glaube 300. 300? Ja. Okay. Und der Verlierer muss was? Dann Zwiebeln schneiden? Freiburg. Verdammt. 278. 300 habe ich geschätzt. Ja, Oh, krass. sehr gut. Und wer lag jetzt am, was hast du geschätzt? Ich glaube auch 300. Nein, ich habe 500 gesagt. Ja gut, dann schneide ich sehr gerne Zwiebeln. Obwohl Alex sich politisch engagiert, macht es etwas mit ihm, dass er nicht wählen darf, sagt er. Dadurch, dass ich nicht mitbestimmen darf, mein Interesse irgendwie ist nicht so präsent oder ich habe nicht das Gefühl, ich muss mich recherchieren oder irgendwie mich informieren darüber, was es jetzt auf Bundesebene so abläuft, weil ich habe sowieso nicht das Recht mitzubestimmen. Ähnlich wie Alex ging es auch meinem Vater. Weil er hier nicht wählen durfte, fühlte er sich von der Politik auch nicht angesprochen. Er interessiert sich zwar immer noch für politische Zusammenhänge, aber in Frankreich, wo er seit einiger Zeit lebt, hat er sich bisher noch nicht wieder ins Wählerverzeichnis eintragen lassen. Obwohl es diesmal nicht am Pass liegt. Eine Demokratie besteht aus Menschen und ich habe das Gefühl, ich werde irgendwie mitbestimmt von den anderen. Ich wohne hier, ich arbeite hier, ich zahle Steuer hier und habe ich das Gefühl, ja, ich will auch mitbestimmen auf politischer Ebene irgendwie. Das fehlende Wahlrecht ist für ihn der Beweis, dass es in unserer Gesellschaft ein Demokratiedefizit gibt. Es gibt Leute mit der deutschen Staatsangehörigkeit, die dann über Rechte und Pflichten verfügen, also dürfen auf alle Ebenen dann wählen. Dann gibt es EU-Bürgerinnen, denen nur das Wahlrecht auf kommunaler Ebene und auf europäischer Ebene dann zusteht. Und dann gibt es Drittstaatsangehörige, die einfach auf keiner Ebene wählen dürfen. Also es gibt irgendwie diese Aufteilung, politisch gesehen. Und das ist die Frage, was für eine Gesellschaft wir auch haben wollen und was für eine Demokratie wir auch haben wollen. Für Alex leben wir in einer Klassengesellschaft. Seine Vision von einem Wahlrecht für alle scheint in Deutschland noch weit weg zu sein. In manch anderen Ländern, wie Neuseeland und Chile zum Beispiel, ist das schon Realität. Also es ist irgendwie machbar, nur wir müssen irgendwie wegkommen von von unserem Verständnis von Staatsvolk irgendwie. Wer gehört dazu und wer nicht, weil es ist eine Art auch, um Leute zu diskriminieren oder beziehungsweise eine Trennlinie zu ziehen zwischen uns und die anderen. Durch meine Recherche für den Film habe ich noch besser verstanden, wie privilegiert ich bin, dass ich wählen darf. Ich bin froh, dass ich die Möglichkeit dazu habe. Ahmad und Alex zeigen mir aber, dass politisches Engagement nicht an der Wahlurne endet. Obwohl sie nicht wählen dürfen, haben sie Mittel und Wege gefunden, sich einzubringen. Und was die beiden noch gemein haben, ist die Idee von einem Land, in dem jede Stimme zählt, egal welche Farbe der Pass hat. Ich hoffe, euch hat mein erster Y-Kollektiv-Film gefallen. Mich würde interessieren, kennt ihr Leute, die bei der Bundestagswahl im September nicht wählen dürfen, weil sie keinen deutschen Pass haben? Und sollten Menschen wählen dürfen ohne deutschen Pass? Schreibt es mir unten gerne in die Kommentare. Hier habe ich euch noch ein Video von den Kolleginnen von Die da oben verlinkt zum Thema Brauchen wir Wahlen ab 16? Schaut euch das gerne an.